Ja, herzlich willkommen bei unserer heutigen Veranstaltung hier. Empowerment gegen Rassismus, Herausforderungen, Strategien und Erfolge von migrantischer Selbstorganisation in Brandenburg. Sind wir heute hier zu Gast in Werder an der Havel und auch im Livestream. Ich bin Maika Vierkant und ich leite die Geschäftsstelle vom Aktionsbündnis Brandenburg. Und das hier ist eine gemeinsame Veranstaltung mit der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg, mit Diana Gonzalo Olivo. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und auch schön, dass meine anderen Gäste heute hier sind. Entschuldigung. Frau, Sie finden keine, sorry. Ich hoffe, Sie finden die. Ich habe gegeben, lieber. Also wann Sie kommen, helfen Sie bitte, falls Sie finden vom Bahnhof. Eine Gruppe kommt jetzt, aber die zweite braucht Hilfe. Danke. Die Mail hier. Ja, danke. Sorry. Alles gut. Wir warten noch auf Gäste. Genau, das, was ich gerade sagen wollte, und da wollte ich auch warten, bis du wieder neben mir sitzt, dass es nämlich eine Kooperationsveranstaltung ist mit United Action hier aus Werder in euren Räumen, wir auch hier heute dankenswerterweise sitzen dürfen. Und so sitzt Fatuma Musa Afra hier mit mir und euch auf dem Podium. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich habe aber auch noch zwei andere Gäste hier heute Abend hier, die ich natürlich auch ganz herzlich begrüße. Und zwar ist das zum einen Ima Chen-Ku von der Organisation Refugees Emancipation aus Potsdam und dann aus Eberswalde Augusto Jone Munjunga von Palanca, genau aus Eberswalde. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir heute in dieser Runde zusammengekommen sind. Wir reden also heute über migrantische Selbstorganisationen im Land Brandenburg. Die Veranstaltung hier findet statt im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, die gerade laufen, und wurde ermöglicht durch eine Förderung des Landes Brandenburg. Ich habe ja schon bereits gesagt, dass die Veranstaltung hier live übertragen wird. Deswegen gibt es 2 Kameras, aber wir haben sie so hingestellt, dass eigentlich nur wir zu sehen sind. Und wir werden am Anfang eine Weile miteinander sprechen und dann auch sehr gerne mit Ihnen hier im Raum sprechen. Nur, dass man sich selber darüber im Klaren ist, dass der Livestream sozusagen das dann hört, was hier gefragt wird. Am vergangenen Freitag, das wissen vielleicht einige von Ihnen und euch, erschien die Jahresstatistik der Opferperspektive Brandenburg. Und für das Jahr 25 verzeichnet die Opferperspektive dort drin 290 Angriffe und damit einen erneuten Anstieg rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt im Land Brandenburg. Die Zahl der Betroffenen stieg um 25% und erreichte mit über 500, nämlich mit 523, den höchsten bisher erfassten Wert. Und Rassismus, das ist die ganzen letzten Jahre so gewesen, Rassismus ist bei diesen Fällen nach wie vor das Hauptmotiv der Täter und Täterinnen. Ebenfalls erschienen ist in diesem Monat der Monitoring-Bericht 2026 des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Und der Titel der Studie lautet Verfestigte Abwertung, fragiles Vertrauen, Rassismus und Diskriminierung in Deutschland. Schon ein sehr aussagekräftiger Titel, und der Bericht zeigt, wie verankert Rassismus in unserer Gesellschaft ist. Hier ein paar Beispiele vielleicht. Gefragt wurde, ob bestimmte Kulturen fortschrittlicher und besser seien als andere. Und in Deutschland wird diese Meinung zu 2/3 der Menschen geteilt, also von 66%. Und knapp die Hälfte der Bevölkerung, 48%, vertritt die Ansicht, dass gewisse Gruppen von Natur aus fleißiger seien als andere. Die zentralen Ergebnisse dieser Studie lauten: Mehr als jede 3. Person teilt offen rassistische Einstellungen, und wer rassistische Diskriminierung verharmlost, weist auch häufiger offen rassistische Einstellungen auf. 1/4 der schwarzen Personen in Deutschland wird mindestens einmal pro Monat beleidigt, belästigt,
bedroht oder angegriffen. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung hat in den vergangenen 12 Monaten rassistische Vorfälle beobachtet. Eigene Diskriminierungserfahrungen gehen einher mit einem geringeren Vertrauen in staatliche Institutionen. Ich möchte noch eine dritte Studie, und dann kommen wir auch hoffentlich schnell ins Gespräch, aber eine dritte Studie erwähnen, die im Februar erschienen ist, der Bericht Rassismus in deutschen Institutionen und institutioneller Rassismus in Deutschland. Darin geht es vor allem um Rassismus in Behörden. Und diese Studie zeigt, dass Rassismus kein Einzelfall ist, sondern ein strukturelles Problem. Rassistische Diskriminierung ist in allen Institutionstypen, eine sehr umfangreiche Studie gewesen, nachweisbar. Also in Jobcentern, in Ausländerbehörden, bei der Polizei, beim Zoll, in Justiz, Gesundheits-, Jugend- und Ordnungsämtern und in der sozialen Arbeit. Also überall finden wir Rassismus. Eine wirklich alarmierende Ausgangslage also, auch wenn das leider vermutlich für die wenigsten von uns eine große Überraschung ist, vermute ich. Und es sind eben die Bedingungen, unter denen migrantische Selbstorganisation auch hier in Brandenburg passiert, arbeitet und mit denen sie konfrontiert sind. Ich habe dich schon vorgestellt. Bei uns ist Diana González Olivo. Sie ist seit 2024 Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg. Vor ihrem Amtsantritt arbeitete sie an der Universität Potsdam, unter anderem im Refugees Teachers Program, das geflüchtete Lehrkräfte für das deutsche Bildungssystem weiterqualifiziert. Und sie hat noch viele andere Sachen gemacht. 10 Jahre lang ehrenamtlich sich engagiert im Migrantenbeirat der Landeshauptstadt Potsdam. Und du warst auch zeitweise die Vorsitzende. Und als Integrationsbeauftragte berät sie nun die Landesregierung in integrationspolitischen Fragen und setzt sich für gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte ein. Und natürlich gehört zu deinen Tätigkeiten auch die Stärkung von Migrantenorganisationen. Bevor wir also in unsere Runde starten, würde ich dich einmal gerne fragen, ich habe ja jetzt sehr viel, diese 3 verschiedenen Studien, so Zahlen und Erkenntnisse und so kurz skizziert. Wie würdest du das aus deiner Sicht bewerten? Was bedeutet das für das Land Brandenburg? Für Deutschland und für Brandenburg bedeutet es, Moment. Und? Genau. Besser? Ja. Es bedeutet auf jeden Fall, dass wir um einige schwarz auf weiß Erkenntnisse verfügen, anhand derer wir auf jeden Fall sehr punktuell Maßnahmen ergreifen können. Wir haben schon, mit Musafra rede ich sehr viel darüber, weil wir haben vor 10 Jahren, 2016 oder so, bei einer Konferenz, Frauenkonferenz damals, genau über das Thema Rassismus gesprochen, und es ist immer sehr kompliziert, aber es war damals eine sehr ablehnende Haltung bis Aberkennung davon, dass es wirklich ein Problem ist oder dass eben diese Erfahrungen einzelne Geschichten sind, dass man nicht generalisieren darf und so weiter und so fort. Und wenn ich darüber nachdenke und an diese 3 Studien auf Bundesebene wohlgemerkt, die du gerade erwähnt hast, dann glaube ich schon, dass es ja gut ist, dass die Erkenntnisse sind weniger gut, aber es ist gut, dass wir jetzt diese schriftlich haben, weil das gibt nochmal eine andere Grundlage, um überhaupt zu sagen, okay, jetzt haben wir dieses Problem erkannt, benannt, festgehalten. Wie gehen wir das jetzt gesamtgesellschaftlich an? Ja, darüber werden wir sicherlich auch im Folgenden noch sprechen. Und es sind ja, wie gesagt, die Bedingungen, unter denen auch migrantische Selbstorganisation hier ihre Arbeit sozusagen macht, keine einfachen Bedingungen. Wir möchten
einmal ganz kurz, weil uns diese 3 Filme so gut gefallen haben, kurz kleine Filme mit euch schauen. Wir haben nämlich im letzten Jahr eine kleine, sie sind auch wirklich sehr kurz, wir haben eine kleine Social-Media-Kampagne gemacht vom Aktionsbündnis Brandenburg, beherzt in Brandenburg, Zusammenhalt statt Rassismus hieß oder heißt die. Und da drin haben wir insgesamt 4 migrantische Selbstorganisationen porträtiert, um einen kleinen Einblick in deren Arbeit zu haben. Und das erste Video, das ist tatsächlich, da geht es hier um United Action in Werder. Und auch wenn sie jetzt gerade nicht neben mir sitzt, möchte ich euch Fatuma Musa Afra noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Wir werden sie auch gleich in dem Video sehen. Sie ist Aktivistin, Sozialarbeiterin und Motivationstrainerin mit Schwerpunkt auf Frauenrechte, Integration und Empowerment von Migranten. Sie sitzt auch schon wieder neben mir. 2018 gründete sie hier in Werder den Verein United Action. Und United Action stärkt geflüchtete Frauen im ländlichen Brandenburg durch Bildungsformate wie Women World Cafés. Und seit 2022 arbeitest du außerdem als Fachpromotorin für globales Lernen im Eine Welt Promotorinnenprogramm. Und sie bildet im Multiglobal-Programm Frauen mit Migrationsgeschichte zu Multiplikatorinnen weiter. Und sehr wichtig, im Mai 25, also vor knapp einem Jahr, wurdest du ausgezeichnet für dein Engagement als Botschafterin für Demokratie. Genau, und wir schauen uns mal dich in dem Video an. United Action steht vor und mit Newcomer-Frauen zu empowern, Bildungsmöglichkeit zu geben, ein safer Space zu haben, wo sie können austauschen von ihrer täglichen Situation und wie sie können nicht alleine sein, sondern Sisterhood Solidarity bauen können. Das größte Problem, das die Frauen erleben, ist Rassismusprobleme und Diskriminierung und Kontaktprobleme auch. Teilnehmen in der Gesellschaft, Beispiel Arbeit zu finden, die Sprache lernen. Die Sprache kannst du niemals lernen, nur Schule zu gehen, sondern Kontakt mit Menschen haben, Arbeitsmöglichkeit finden, die Kultur reinkommen. Integration bedeutet nicht nur ein Weg, sondern 2 Wege. Integration nur geht so, zusammen. Das ist, was bedeutet Teilhabe in unserer Arbeit. Unser Brandenburg ist ein sehr schöner Ort. Wir brauchen keinen Platz für Hass. In unserer Brandenburg brauchen wir nur Liebe. Unter dieser Haut, wir haben rote Blut. Jeder Mensch hat rote Blut unter. Das muss unser Reisepass muss sein. Weil Liebe ist immer die Hasse ist niemals eine Lösung. Ja, da haben wir auf jeden Fall einen, genau. Da haben wir also einen ganz, ganz mini kurzen Einblick in das bekommen, was ihr mit United Action hier macht. Aber magst du vielleicht noch kurz ergänzend mit uns teilen, was, worin eure Arbeit besteht? Erstes Mal Dankeschön zu euch alle für eure Zeit. Wir haben unsere Integrationsbeauftragte in gleiche Bühne, 2 starke Selbstmigrantenorganisationen, starke Menschen, Frauen, Männer. Natürlich Männer sind ein Teil von uns. Ich arbeite mit Frauen und für Frauen. Und danke an Aktion Bündnis Brandenburg auch für diese Möglichkeit zu kooperieren zusammen. Und ich hoffe, wir machen zusammen mehr. Und gehen wir zum ländlichen Raum, genau, weit weg von Potsdam. Also, ich möchte nur kurz was sagen. Nachdem dieses Video, ich habe nur eine Frage für unsere schöne Brandenburg. Brandenburg, heute ist Internationaler Tag gegen Rassismus. Und durch unsere Arbeit, ich wollte euch sagen, wir sind die Stadtbild. Danke. Dankeschön.
Ich habe es ja schon angedeutet, wir haben noch mehr von diesen kurzen Videos und wollen uns auch die anderen anschauen, wo wir denn gerade die ProtagonistInnen dieser Videos hier dabei haben und würden dann jetzt nach Potsdam gucken. Da waren wir bei Refugee Emancipation und das ist ein selbstorganisiertes Projekt und gibt's schon seit Ende der 90er Jahre, seit 98 und auch hier nochmal ausführlicher vorgestellt. Schön, dass du da bist, Ima Chienku. Sie unterstützt geflüchtete Menschen in Brandenburg durch Informationsweitergabe, Workshops und Empowerment-Arbeit in geflüchteten Unterkünften. Und gemeinsam mit dem Verein betreibt sie das Refugees Emancipation Community Center, ein selbstverwaltetes Wohnprojekt, das zugleich Beratung, Deutschkurse und Nachbarschaftstreffen anbietet. Und auch sie hat einen Preis bekommen für dieses Engagement, zusammen mit dem Verein. Auch letztes Jahr den Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl. Also ein preisgekröntes Publikum habe ich hier heute. Und bereits 3 Jahre davor, 2022, erhielt Refugees Emancipation den Integrationspreis des Landes Brandenburg. Genau, und jetzt sind wir ja auch ganz gespannt auf das Video zu Refugees Emancipation. In einer selbstorganisierten Wohnen von Geflüchteten wie hier merkt man, dass die Geflüchteten von Anfang an aktiv sind. Refugees Emancipation ist ein selbstorganisierter Flüchtlingsverein und wir machen sehr viel politische Arbeit für die Geflüchteten, um ihre Perspektive, Lebensbedingungen zu verbessern. Refugees Emancipation hat vor ca. 20 Jahren mit selbstorganisierten Internetcafés angefangen. Und dann hat man dadurch das Projekt festgestellt, wie wichtig es ist, für die Geflüchteten einen Safe Space zu haben. Wir entscheiden zusammen, wie wir unsere Energie benutzen wollen, wer bringt den Müll draußen. Also haben wir Putzpläne, Müllpläne, wie hoch sind die Nebenkosten, welche Rechnungen sind gekommen und dann, wer will, gibt es ein Zimmer frei, wer hat sich beworben, wer lassen wir rein, gibt es andere Punkte, die wir noch besprechen wollen. Also wir entscheiden das alles im Plenum. Also wir wünschen, dass dieses Konzept ein politisches Signal ist, dass es anders gehen kann und dass die Leute, die hier Flug suchen, haben das Gefühl, willkommen zu sein. Ja, auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Fehlt was in unserem kleinen Clip? Möchtest du etwas ergänzen? Ja, hallo alle, bin ich schon vorgestellt. Als Sie diese Statistik über Rassismus, diese 3 Studie über Rassismus gesprochen haben, habe ich meine Arbeit dran gesehen. Also ein bisschen merkwürdig. Ich arbeite bei Refugees Emancipation seit so 14, 15 Jahren. Aber in den letzten 2 Jahren habe ich nie so viel gearbeitet wie vorher. Das heißt, viel mehr Geflüchtete haben Angst, zur Ausländerbehörde zu gehen. Dann immer: bitte begleitet mich, bitte, sonst habe ich keine andere Wahl. Da muss ich dahin. Heute Morgen war ich in Werder, weil eine Angst hat, weil er hat eigentlich einen Anspruch auf Arbeitserlaubnis, aber ihm wird's verweigert seit paar Monaten. Ich musste kommen. Und das ist in Bezug auf Begleitung. Beratung ist jeder 5 Minuten von ländliche Brandenburg. Einer kommt im Büro, hat einen Brief, kann ich verstehen. Also man merkt, je mehr Rassismus, struktureller Rassismus gibt's in Brandenburg, desto mehr Geflüchtete Hilfe brauchen. Sie sind verzweifelt und suchen Hilfe. Und wir haben auch zum ersten Mal vor ca. 2 Monaten einen rassistischen Angriff gehabt im Büro, wo einer ist einfach reingekommen und hat mit einem Stock eine Mitarbeiterin einfach mal genau, und die Polizei war da. Also
Ich sehe in meiner Arbeit in der letzten Zeit so viel, die ich nie erlebt habe. Und es wundert mich nicht, dass es so Statistik dann gibt. Also vielleicht nicht nur in Brandenburg, in Deutschland. Also Rassismus ist echt ein sehr wichtiges Thema, weil nicht nur als eine Person, die anderer Geflüchtete hilft, aber auch als Person, die in Potsdam lebt, sehe ich fast täglich diese Blick, diese manchmal jemand auf Fahrrad ist und sagt, du Schwarze, was suchst du hier? Also Sachen, die ich früher nicht so in diesem Maße erlebt habe. Das heißt, die Statistiken sind wahr. Es passiert viel, die man einfach mal besprechen soll. Ja. Ja, und das bedeutet ja auch, die Stimmung wird aggressiver. Ja, Ganz offensichtlich, ja. ja. Über die Bedingungen eurer wichtigen Arbeit werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Das dritte Video wollen wir uns aber auch noch anschauen. Genau, also es geht jetzt nach Eberswalde zum afrikanischen Kulturverein Palanca, einer Begegnungsstätte für geflüchtete MigrantInnen und auch Einheimische im Landkreis Barnim, und Mitbegründer und Vorsitzender ist Augusto Jone Mununga. Und er war ein guter Freund und Arbeitskollege von Amadeo Antonio, der 1990 bei einem rassistischen Angriff in Eberswalde ermordet wurde. Und als ehemaliger Vertragsarbeiter erlebte er den Rassismus in der DDR wirklich aus erster Hand und setzt sich seitdem für Aufklärung und gegen Rassismus und rechte Gewalt ein. Bei Palanca engagiert er sich in der interkulturellen Bildungsarbeit und besucht unter anderem Schulen, um mit Jugendlichen über Alltagsrassismus zu sprechen. Und er ist zudem Ansprechpartner der Initiative SOS Rassismus Barnim, die rassistische Vorfälle in der Region dokumentiert. Und nun sehen wir auch ihn in unserem dritten kurzen Video. Dieses Zusammenkommen und Zusammenkochen macht uns wirklich eine große Freude. Und statt nur bloß in Heim zu setzen. Das heißt Mlahi auf Rusen. Und nächste Mal, ich habe gekocht, ist marokkanisch. Ich komme her in Eberswalde fast 6 Monate oder so. Und ich komme immer in 6 Monate her. Mensch ist sehr gut. Alles hier ist gut. Ich komme immer her. Ich habe jetzt viele neue Freunde gefunden, ja. Das Besondere, was ich finde und sehr wichtig, die Mischung von mehreren Kulturen und Länder und Religionen. Man kann Freundschaft durch solche Projekte auch schaffen. Und Sprache zu lernen, ist die Kontakt am besten mit Deutschen zu haben. Und die werden auch Freundschaft haben. Und durch diese Freundschaft können die auch vielleicht bessere Chancen, um einen Job zu finden. Wenn ich habe eine Probleme, ich kann sagen, ich habe eine Probleme in das und das. Ja, und viele Leute können mir helfen. Wir kochen zusammen und dann die erfahren, dass doch, also Stadt ist nicht so, wie man denkt, mit den negativen Themen, weil ich bekomme keine Aufenthalte oder ich bekomme das nicht oder keine Wohnungen oder so weiter und so fort. Also von die, das ist eine große Freude. Ja, auch dir vielen Dank, dass du in unserem Video dabei warst. Aber Palanca macht, glaube ich, auch noch mehr, oder? Also Ja, zuerst danke für die Einladung, dass ich hier kommen darf. Und das ist auch wichtig, wenn die Migranteninitiative oder Vereine ihre Arbeiten in Öffentlichkeit geht, um zu wissen, was wir tun, nicht nur für uns, sondern für unser Land Brandenburg. Dass die Menschen verstehen, dass wir tun alles, das im Land Brandenburg ein gutes Klima, also für alle Menschen zu schaffen müssen. Und ja, wir als Palanca zum Anfang haben schon alles berichtet, also alles schon gesagt. Ich bin ein Kollege von Amadeo Antonio, kam ich hier die 90er Jahre von Prinzip bis zum Ende. Das ist eine lange Geschichte, das nicht wahr und nicht bekommen haben.
nach Ermordung von meinem Freund, mein Kollege Amadeo Antonio, haben wir Vereine gegründet, in den 90er Jahren, also 94 haben wir gegründet. Und seitdem tun wir also die Thema Rassismus zu bekämpfen, die Bildungsarbeiten und dass wir eine Schule, von der Kita bis eine Schule gehen, dass von den Kindern, weil die Kinder, die sind so, sagen wir mal so schneller zu erreichen als die Erwachsenen. Und ja, ganz kurz, dass wir nicht nur Bildung arbeiten, wir sind auch unterwegs mit der Beratung. Und was schön ist, ein Mensch kam mich 80er Jahre und nach dem Mauerfall haben wir sind alleine gelassen. Wir hatten wirklich keine Unterstützung von der Stadt oder von welcher Bürger gehabt. Natürlich die aktive Bürger, die keine Angst gehabt haben von den Nazi, wenn jemand mit einer Schwarz unterwegs ist oder gesprochen hat, ist schon gestempelt. Aber seitdem also eine Schule und eine Kita gehen und wir haben so viele Jugendliche erreicht. Und was schön war in Eberswalde, dass wir die Musik und Unterhaltung gemacht haben, das vergesse ich nicht. Also diese 10 Jahre, dass viele Jugendliche, auch die Skinheads waren, zum Schluss, die haben überhaupt nichts, wohin zu gehen. Und alle kommen dann zu Palanca und haben ihre Vorteil, also hintergelassen, kommt zu uns. Ich bin kein Skinhead, ich bin kein Nase mehr, weil die wollen mit uns, dass sie Spaß haben und mit uns zusammenkommen. Das hat viel geholfen. Und wir haben auch Projekt, seit 2015 haben wir Wohnungen für Geflüchteten, also wir haben gemietet für Geflüchteten zu geben, weil die keine Möglichkeit haben, die haben keinen Aufenthalt und die leben aber in solche Heimsituationen, dass man wirklich, kann man nur plus kotzen und weil das ist keine gute Leben, immer eine kleine Zimmer, die sind 6, 7 Personen, sogar Frauen, da haben wir gesehen, dass nein, muss man was tun. Weil wir wissen, mit wem kann man sprechen und was sollen wir tun. Und das ist die erste Beratung, was wir geben, auch dass die Leute, die wissen, wie, wohin. Also in der Wohnung, da hilft schon viele Menschen, sind viele Nationalität und das machen wir als, sagen wir mal so, Wohnung, Führerschein, dass die Leute kommen, die uns lernen, tun, gucken, was kann man sparen und später wir helfen, jede Wohnung zu finden, Ausbildung und Job und dann gehen wir neben der andere. So, und das ist jetzt mal, was wir noch dazu haben, aber wir machen noch viel mehr, weil wir sind viele Aktive in Richtung Politik. So. Ja, wow. Ich habe hier tatsächlich wirklich 3 Vereine sitzen, die wahnsinnig viel machen, wahnsinnig viel auf die Beine stellen. Lasst uns darüber gerne ein bisschen reden. Fatuma, auch ihr macht ja ganz viel, verschiedene Workshops, Beratungen etc. Hier in Werder. Wie wird das angenommen und wo gibt's vielleicht auch Probleme? Also, wir arbeiten nicht nur in Werder-Havel, wir arbeiten in verschiedenen Landkreisen in Land Brandenburg. Wir haben gekostet, weil es so viel Arbeit, wie Sie haben gesagt, schön. Aber wir arbeiten mit dem, ich sage immer, die unattractive, unwelcomed Teil in der Gesellschaft sind Frauen und Mädchen. Diese Frauen sind, ich möchte nur eine Sache korrigieren, wir sind offiziell gegründet 2018, aber wir sind da seit 2016. Oh. Und wollte gerne nur diese Info korrigieren, bitte. Nächstes Mal und fragen, da wurde sehr schön. Also, zurück zu unserer Arbeit. Frauenrecht ist nicht einfach Thema. Die Frauen, wir arbeiten mit im ländlichen Raum, sind, wie zu sagen auf Deutsch, the most vulnerable. Das ist vergessen in der Gesellschaft. Und sie ist nicht alleine, sie kommen mit Paket, bedeutet Kindern. Und diese Frauen sind Frauen, da hatte kein viel Möglichkeit. Viele kommen von Patriarche-Kulturen, wo
keine soziale Engagement für sie, einen Sport zu machen oder einfach zu sagen, ich will heute bleib mit Kindern, ich gehe Kaffee mit Diana. Morgen, tschüss. Nee, geht nicht so. Ja, gibt diese verschiedene Barriers, Restrictions. Da vorne sind diese Frauen. Und was wir machen in unserer Arbeit, ist zu geben, diese Frauen die Möglichkeit zu verstehen, dass sie es nicht allein. Natürlich ist nicht einfach als Frau mit diese verschiedenen Probleme und Stress zu haben. Nicht vergessen, diese Frauen kommt von Krieglern, viele. Viele Frauen kommt hier nicht nur wegen Kriegprobleme, sondern viele suchen Freiheit. Und was bedeutet Freiheit, ist andere Definierung. Und unsere Arbeit, wir versuchen diese Frauen, ich sage keine Safe Space, ich sage Safer Space, es gibt keine, was ist safe für uns als Frauen, sondern mehr Safer Spaces, wo die Frauen, weil die Frauen kommen von mehreren verschiedenen Kulturen, über 20 Ländern. Und diese Frauen nicht vergessen, sie sprechen keine gleiche Sprache, keine gleiche Verständnis in Kulturenperspektive auch, aber trotzdem die Sisterhood, Solidarity und die Liebe zwischen diesen Frauen, was bringt sie zusammen, ist die Situation. Und leider Situation definiert nicht diese Frauen. Und die Frage ist, was wir machen jetzt einen Schritt weiter. Die Willkommen ist ein Schritt, was wir machen. Und der nächste Schritt, wir machen, ist Empowerment Workshop, wo sie lernen über überhaupt, was ist Frauenrecht nochmal? Frauenrecht bedeutet nicht, dass wir sind gegen Männer, sondern Frauenrecht bedeutet, ich bin eine Frau, ich bin ein Mensch und ich habe Recht, Arbeit zu finden. Ich bin eine Mama, ich habe Kinder, aber ich habe Recht, zur Schule gehen. Das ist genau die Definierung von Frauenrecht, sondern nicht gegen ihre Kultur. Natürlich, was ist nicht gut, aber insgesamt zusammenzubringen und zu bauen, was heißt Sisterhood Solidarity. Und in unserer Arbeit, wir versuchen auch einen Schritt weiter zu entwickeln, bedeutet, wir haben Frauen vom globalen Süd hier. Wir sind die Expertinnen hier. Wir verstehen, was bedeutet Krieg, Frieden. Was bedeutet Ernährung, Essen. Frauen und Kuschen, nicht Geschwistern und Brüder, nein. Essen ist für uns alle. Und die Frage ist, was bringt Essen auch? Wir haben unsere Mobilküche hinten, Sie können gucken später. Und diese Mobilküche ist eine Plattform, wir nutzen, zusammen Menschen bringen. Weil in unserer Brandenburg, ich bin müde. Ich bin sehr müde. Kontaktlos. Kontakt. Tomato gibt in Mexiko. Tomato gibt in Somalia. Tomato gibt hier in unserem Brandenburg, Tomato gibt in Kamerun, Tomato gibt wo? Einfach kommt zusammen. Natürlich, was ist anders ist, wie wir schneiden. Die Zwiebel in Deutschland gibt Maschine. Somalia, Kamerun, Mexiko. Ja, cut, weiter. Aber wir reden trotzdem. Wir haben was zusammen, da bringt uns Kontakt. Und wir ablegen ein bisschen weg von dieser extrem rechtlichen Rassismus und Diskriminierung, das ist normalisiert leider in unserer Brandenburg. Und diese Mobilküche ist eine zusammen, how do you say, breaking the Berliner Wall. Mein ausländischer Deutsch ist schon fertig. Wir versuchen diese Bridge. Die Mauer einzureißen. Genau, weil Deutschland weiß, was es bedeutet Migration. Von Brandenburg zu nur die andere wegzugehen, Arbeit zu suchen. Das ist ein Menschenrecht. Also, in unserer Arbeit, wir versuchen, dass wir als Mensch, als Frauen, unser Recht ist ein Menschenrecht. Und die Hauptsache, was wir wünschen, ist ein Kontakt. Das ist nicht da. Und das ist, was ich wünsche, dass viele Kommunalpolitik reinzukommen und sprechen mit dem Mensch. 10 Jahre, 2 Frauen war da. 10 Jahre, 2 Frauen, Kontakt mit den Frauen. Letztes Jahr, danke an Fachhochschule Potsdam, wir hatten Tandem. Letztes Jahr, dass die Frauen kommt raus, Kontakt haben, weil Sprache, wie kannst du Sprache lernen? Wie kannst du Sprache lernen ohne Kontakt? Wie kannst du Arbeit finden? Unsere Brandenburg it has a weak structure, gibt keine viel Arbeit. Wie kannst du Kinder abholen von Kita und Arbeit suchen, Berlin oder wo? Geht nicht. Wir muss viele Möglichkeiten, Arbeit, Möglichkeit, Bildung, Schulen, verschiedene Möglichkeiten geben. Und wir haben jetzt Expertinnen mit uns, meine Kollegin ist da, Ariella. Wir haben diese entwicklungspolitische Arbeit, feministische Entwicklung. Wann euch möchte lernen von uns? Wir sind hier. Wann AfD möchte mehr gute, leckere Essen? Wir sind hier. Wann Brandenburg möchte
was zu entscheiden und ich habe eine Frage. Brandenburg, lass mich direkt zu die Kamera sprechen. Ich möchte sprechen mit unserer Liebe. Brandenburg, ich bin ein Teil von unserer Brandenburg. Lass mich fragen. Brandenburg, möchtest du Rassismus oder Menschenrecht? Brandenburg, möchtest du Rassismus oder Frauenrecht? Brandenburg, möchtest du Rassismus oder Liebe? Brandenburg, möchtest du Rassismus oder Entwicklung, Ökonomie? Denk dran. Brandenburg, möchtest du AfD oder Zusammenliebe? Danke. Dankeschön. Bei Refugees Emancipation, wir haben es in dem Film ja auch gesehen und das ist auch gesagt, ihr bietet Wohnräume und Unterstützung für Geflüchtete, eben auch als sozusagen Alternative zur zentralen Unterbringung. Ich glaube, ihr plant gerade ein zweites Projekt in Potsdam, wenn ich das richtig, oder? Nee? Okay. Doch nicht. Nein. Gut. Aber ich gebe dir mal das Mikrofon. Meine Frage dazu, also gerade beim Thema Wohnen, da kann ich mir vorstellen, dass es auch viel um Kontakt zu Politik und Verwaltung geht. Schwierig, immer einfach. Wo liegen da die Herausforderungen und Probleme? Also vielleicht werde ich mal anfangen mit das gesamte Konzept von Unterbringung von Geflüchteten in Brandenburg. Es ist ein riesiges Problem, sage ich mal Problem, weil die meisten Unterkünfte in Brandenburg sind sehr isoliert. Und nur so physisch, wenn man dahin geht, so im Wald irgendwo da hinten ist eine Unterkunft und das ist schon mal, ihr seid nicht willkommen. Ja. Schon mal klar. Und mit so einem Gefühl, wenn Geflüchtete da leben, das ist schon sehr demotivierend. Kaum Sprachkurs, Kitaplätze sind nicht so einfach zu finden. Und da fängt meistens unsere Arbeit, dass wir dahin gehen und sagen, das ist nicht das Ende, es ist eine transitorische Phase, man kommt von dort raus. Ihr sollt nicht einfach warten, nutzt diese Zeit, Sprachkurs, vielleicht Vernetzung, weil das ist eine Überbrückungszeit, die man gut nutzen kann. Da ist unsere Arbeit, warum gehen wir sehr oft in der Unterkünfte und einfach Information, Motivation. Und komme ich zurück zu dieser Unterbringung. Da die Unterkünfte sehr weit sind, ist man gibt's viel Angriffe, weil den Weg zu diese Unterkünfte sind dunkel und sehr isoliert, wie ich gerade gesagt habe. Und dann haben wir die Gelegenheit gehabt mit einem Hausprojekt in Potsdam. Das ist eine selbstverwaltende Hausprojekt, wo es die Geflüchtete gehören, die verwalten es selber. Da brauchen wir keine Sicherheit am Tor, brauchen wir keine Heimleiter. Wir können gemeinsam kommen und entscheiden, wie viel zahlen wir unsere Kredit, wie machen wir mit Müll und so weiter. Diese Partizipation von Anfang an haben wir festgestellt, es ist so wichtig. Es ist nicht nur Partizipation, aber das gibt man diese Gefühl von da zu sein, gewünscht zu sein. Und am besten ist unsere Beziehung zu Nachbar. Egal was passiert, sie sprechen mit uns auf Augenhöhe, weil sie wissen, es gibt keine Vermieter, die sie anrufen können und sagen, die da. Sie müssen mit uns sprechen. Und dann merkt man, dass sie mit uns respektvoll umgehen. Und das ist schon mal wichtig, dass man Partizipation und diese Augenhöhe, Kontakt zur Zivilgesellschaft hat. Und so ein Hausprojekt sehen wir. Und ich merke, wenn wir, obwohl es alt ist, nicht so top, aber wenn wir in der Bezirk sind oder wenn wir zum Bäcker gehen oder Eisfrau, wir sind nicht so wie Geflüchtete gesehen. Sie sehen uns schon mal, ihm gehört diese Platz, wo viele Geflüchtete, da merkt man, es gibt schon eine Wertschätzung, wenn man so ein Projekt, und für uns, es ist sehr wichtig, dass man dieses Signal gibt.
man könnte anders machen. Wieso können wir nicht solche Projekte ein bisschen in Brandenburg verbreiten? Wie kann man dann unterstützen, dass mehr und mehr solche Projekte gibt und von allem, es ist günstiger, weil stell mal vor, nur eine Sicherheitspersonal und ein Heimleiter, nur diese zwei. In Unterkünften gibt es mehr Personal. Es kostet sehr viel mehr Geld. Und nicht nur das. Man merkt auch, die Geflüchteten, die in so diese normale Unterkunft leben, sie wissen nicht, wie teuer Heizung ist oder wie teuer Wasser ist, weil es wird alles für sie gemacht. Also sie stellen Heizung an, 5 gehen weg. Aber bei uns wissen sie von Anfang an, oh, das ist aber teuer. Weil wir sehen alle, was von Energiepotsdam kommt, diese Rechnungen. Ja, so teuer ist es. Dann dreht man die Heizung runter, weil man weiß, wenn es teuer wird, dann müssen alle mehr bezahlen. Also diese Verantwortung wollen wir für alle von Anfang an. So, das ist auch ein Teil von unserer Arbeit. Also wirklich ein Projekt sozusagen, was eigentlich nur Vorteile hat. Also wenn ich das so höre, definitiv. Wobei, genau, ich sage eine Sache, weil wir über Stärkung von migrantischen Organisationen sprechen und ich glaube, es kann deswegen nur so weit gehen, weil es Menschen wie Marchenko und genau wie Evenchu, die das sehr viel in Ehrenamt vorantreiben. Man darf nicht vergessen, die kriegen kein Gehalt dafür, dass sie sich einfach hinstellen und diese ganzen Gespräche durchführen. Wie kommen wir dazu, mit dem Verein dieses Grundstück eben zu machen? Sie sind immer die Ansprechpartner, wenn es darum geht, welche Fördermittel wir bekommen. Und zuletzt hatten wir genau ein Gespräch dazu, dass manchmal der Verwaltungsaufwand für die Fördermittel, die sie bekommen, so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass das auf Kosten der politischen Arbeit geht. Und das ist eine Realität. Ich sage es mal auch nicht selbstkritisch, weil ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten, was eine Integrationsbeauftragte hat, machen wir einiges. Aber ich glaube, da ginge noch was, zum Beispiel dahingehend, dass solche Organisationen eine Strukturförderung bekommen könnten. Und das ist nahezu unmöglich. Und das würde ich tatsächlich schon zu den größten Herausforderungen zählen. Und das kann man, also es ist bei allem Optimismus und so weiter, es lebt wirklich davon, dass viele Menschen, die wissen, wie prekär die Situation für geflüchtete Menschen ist, die vielleicht teilweise so eine Situation erleben müssten, auch schon mal in einer GU gelebt haben und wissen, wie schwer der Zugang zu sonst was gewesen ist und wie ungemein groß die Anforderungen oder gesellschaftliche Erwartungen an sie sind, dass sie Deutsch lernen, dass sie eine Arbeit suchen, oder. Und deswegen, ja, ich glaube, da gibt es noch super viel Luft nach oben. In der aktuellen Situation ist es besonders schwierig, weil diese ganzen Anfragen, die es auch gibt in Hinblick auf die Förderung von NGOs und so weiter, die haben ja auch eine Absicht und leider müssen wir auch festhalten, es macht auch was mit der Art, wie wir fördern. Es macht auch was, wenn wir jetzt darüber sprechen, klamme Kassen, wir müssen sparen und so weiter und so fort. Es wirkt sich auf jeden Fall unmittelbar auf diese Fördermittel und ich finde schon, das ist eine sehr große Herausforderung, die darf nicht unerwähnt bleiben. Wir haben das ja schon gehört, also ihr alle in eurer Arbeit tut Dinge, man könnte ja eigentlich sagen, das könnten auch Dinge sein, die der Staat machen könnte. Oder zumindest bezahlen könnte, das hattest du gerade angesprochen. Auguste-Jone, wie würdest du das sehen? Würdest du sagen, das, was ihr tut, ist eine Ergänzung zu dem, was der Staat tun müsste? Oder ihr tut Dinge, weil er es nicht tut? Und wo stoßt ihr in eurer Arbeit auch an Grenzen in Eberswalde? Ja, das ist nicht nur in Eberswalde, also Landkreis Barnim, spreche ich jetzt mal so. Ja. Und ja, wir haben jetzt gehört, also das genau, wenn ich sage, dass ein Auto ohne Benzin kann nicht rollen, geht überhaupt nichts. Und was die Stadt machen könnte, ist wirklich, der Verein oder die Initiative zu fordern. Und das ist nicht nur so Stadt von der Regierung selber. So,
weil die die Migrantenvereine oder Initiative, die haben mehr Kraft, die können wir noch mehr tun, wenn Forderungen gibt. Wenn wir gefordert sind, können wir noch mehr machen. Ehrenamtlich wirklich ist es so schwer, aber wir tun mit unserer Kraft, weil wir, sagen wir mal, ein Teil, wir leben in Deutschland. Und wir wollen das auch, ich sage nur so, die neuen Leute, die gekommen sind oder die keine Möglichkeit haben, vielleicht die sprechen noch keine Deutsch, also dass sie nicht alleine sind und wir helfen. Das ist mit Liebe tun wir die Arbeiten. Und das Wichtige ist wirklich, wenn wir Migranten keine Möglichkeit haben, finanziell jetzt mal, dass wir gehen total unter. So, und das schaffen wir auch dann in Zukunft nicht. Und was die Stadt, also ich habe erzählt, was die Stadt Eberswalde früher war. Also das kam, ich sage so, später Aussiedler, gab die Punks, gab wir mit unser Jugendliche und wie, dass die Stadt, die hat keine Platz für die Personen, von die Jugendliche, also geschafft. Der hatte gar nichts gegeben. Aber dann haben wir gesehen, okay, wir müssen von unserer Kraft, also ohne Unterstützung von der Stadt haben wir das getan, dass wir die alle Menschen zusammengebracht haben. Also ob das Punk bist, ob das bist du Spätaussiedler, bist du Deutscher oder Afrikaner oder wer du bist, wir waren alles zusammen. Da hat man gesehen, dass die Jugendlichen kamen zusammen und das haben wir auch in Eberswalde viele geschafft, dass mein Name John war, aber nicht A oder N. So. Und warum? Weil wir haben das alles getan, so mit Liebe, aber ohne Unterstützung von der Stadt. Und aber dann andererseits, wenn die Stadt macht Auge auf, ja, aber trotzdem, das reicht gar nicht. Was wir wollen, auch diese Kommunikation. Also Verwaltung soll mit uns auch in eine Kommunikation kommen, weil wir haben SOS-Rassismus zum Beispiel. Wenn ich frage, die wissen nicht so viel, was passiert. Aber wir treffen, wir sprechen mit den Menschen, die mit den Betroffenen und die Minderheit, die versuchen und die kämpfen um ihre Integration. Wir hören so viel und können wir nur also mit der Verwaltung in Kontakt kommen, um die Sache zu verstehen, zu hören, zu verstehen und die Lösungen zu finden. Und das ist, was wir auch, also in Zukunft wollen wir zusammenarbeiten. Das ist wichtig. Also nicht nur plus finanziell. Ja, finanziell, das ist wichtiger, das ist der erste Punkt. Aber dass diese Kommunikation, also dass Verwaltung oder die Politiker, also dass unser Anliegen und unser Problem jetzt mal wissen oder hören soll zusammenkommen und diskutieren, dass zusammen Lösungen zu finden. Das ist wichtig, weil sonst sind wir denn so alleine. Zum Beispiel, also kam jemand, der hat wirklich volle Hände mit Recht, also das Ausländerbehörde wollte nicht bedienen. So. Und wir sprechen mit Vertretern vom Landkreis Barnim, der wusste davon nichts, okay, aber dann wir kommen zusammen auf dem Tisch, wir sprechen und der bringt seine Beweisen, alles in der Hand. Haben Sie das gewusst, dass es solche Situationen in der Behörde gibt? Nein, stimmt es nicht. So, aber dann diese Kommunikation schaffte man, Probleme zu lösen. Und das ist, was finden wir wirklich, also für mich, die Erwartung da haben, dass nicht nur im Sinne eine Kommune wie in Eberswalde oder Landkreis Barnim, aber sondern auch in Deutschland und so weiter, dass der Politiker soll auch mit den Migranten zusammenkommen. 90er Jahre, Leute, viele Leute, die hören mich vielleicht, die 90er Jahre noch also im Land Brandenburg gelebt haben oder noch sind, also die haben gesehen, dass wir Migranten, wir haben nicht so viele Möglichkeiten gehabt und außerdem, das war auch nicht so viele Migranten aktive waren. Warum? Weil das kein jemand hat uns gehört. Kein jemand wollte uns, also sagen wir mal so, unterstützen. Und aber trotzdem, Palanga an dieser Zeit hatte trotzdem gekämpft, so wie gesagt. Also Palanga war bekannt in Brandenburg und bis heute
wir klopfen immer an die Tür von den Politikern und auch Behörden. Bitte, wir wollen zusammenleben. Und zusammenleben heißt, wir müssen Kommunikation. Also wir müssen zusammenkommen. Und darum kommt dieses Projekt bei unserem Kochprojekt. Wir laden auch die Politiker, bitte kommen, wir kochen zusammen mit den Geflüchteten. So. Und wo Einheimisch und Geflüchtete, Migranten alles zusammenkommen von verschiedenen Nationalitäten, die probieren ihre, sagen wir mal so, Essen und im Gespräch zusammenkommen und dann die verstehen, was für Probleme den Migranten oder die Geflüchteten haben. Und das ist für mich, finde ich, auch wirklich wichtig. Ja, meine Blut geht sehr hoch, weißt du, manche Sachen. Ich sag, bleib ruhig, Fadumo, bleib ruhig. Kannst du nicht lösen, diese Probleme in dieser Welt. Aber ich liebe Brandenburg, Mensch, ey. Und ich sag nicht von Spaß. Alle Frauen fragen mich, du erlebst diesen Rassismus jeden Tag und, also, ich kann nicht jeden Tag sagen, aber fast jeden Tag. Und sie fragen, warum bist du da? Und ich sag, sorry, ist keine Spaß, aber ich liebe Brandenburg. Und das ist ein Teil von mir. Und nicht bitte gucken meine schöne Haut, wenn ich sage, ich liebe Brandenburg. Weil Brandenburg ist ein Teil von mir. Also, und beide Richtungen. Also, nur, was wollte sagen, was du hast gesagt. Natürlich ist sehr schön, ein Gespräch zu haben, zusammen. Aber Brandenburg muss verstehen und klar sein, dass wir sind ein Teil von Brandenburg. Und Brandenburg ist ein Teil von uns. Und wir können nur Lösungen finden zusammen. Und das ist von meiner Erfahrung im ländlichen Raum, wo ich arbeite. Rassismus ist leider normalisiert. Und diese, bitte, wie lange das dann dauert, ist die Frage für mich. Ist normalisiert. AfD, wie viel Prozent ist AfD im Bundestag? Erzähl mich. Jetzt, sie wollen absagen, viele Sachen. Die Gesellschaft, die Demokratie, die Menschenrechte. Manchmal, ich denke, wo ist Menschenrecht? Und manchmal, ich vergesse, Kolonismus. Sie haben afrikanische Länder verteilt oder geteilt, was heißt in Deutschland? Ja, in Deutschland, ja. Das ist immer die Wünsche und die Hoffnung, wir hatten einen Schritt weiter zu gehen. Mein Gefühl ist, dass wir gehen zurück jetzt. Warum? Und ich definiere Rassismus in ausländischen Beholdern oder verschiedene Amten, wie euch hat alle gesagt. Die Leute sind jetzt momentan, ich rede mit euch. Beispiel. Eine Frau, wann war das? 2 Wochen, 3 Wochen, weiß ich nicht. Sie hat mich angerufen. Und sie hat wirklich geweint. Weil sie hatte einen Termin in einem Ausländerbeholder. Und diese Frau hat sie, weil sie sagt, sie war neu in diese Büros, sie konnte nicht wissen schnell, welche Nummern war was, aber sie war da vorne und Security hat sie reingelassen. Aber nur 1 Minute. Sie konnte nicht die richtige Tour knopfen. Und sie hat gewartet 7 Monate diese Termine. 7 Monaten. Und wenn sie hat reingekommen, die Frau hat geöffnet und hat gesagt, was willst du hier haben? Und sie konnte keine gute Deutsch und sie hat gezeigt Papier. Und sie sagt, du bist 1 Minute spät raus. Sie ruft mich, weinen. Sie sagt, meine Kinder braucht diesen Ausweis, weil sie viele Sachen braucht, sie Termine und das. Weißt du euch, viele Amten braucht Dokumenten, viele Sachen zu haben. Und diese Mutter war richtig kaputt, wegen nur eine idiote Frau, da sitzt oben rassistisch ist. Sie hatte kein Herz, keine Empathie. Das ist das Realität. Und ich sage, keine ein Tag gegen Rassismus. Wir müssen jeden Tag gegen Rassismus sprechen und bekämpfen. Und keiner Mensch muss Angst haben, wie euch hat gesagt, zu Ausländerbeholder zu gehen, einen Termin zu haben. Wir brauchen Bildungsarbeit gegen Rassismus in Jugendamt, in Ausländerbeholder, in Jobcenter, in verschiedenen Amten in unserer. Ich kann sprechen nur über unser Land Brandenburg. Ich hab gute Gefühl und ich weiß, dass Brandenburg kann besser machen.
Ist nur die Frage, ich frage mich jeden Tag, warum wir sind so. Gleichzeitig gibt viele gute Menschen, das wir sehen nicht. Wie du hast gesagt, selbst Migrantenorganisationen, wir sind nicht vorne. Viele sehen uns nicht und unsere Arbeit. Aber gleichzeitig, ich sage, gibt viele Ehrenamtleute, da mitmacht mit uns. Das ist nicht mit uns hier und sie ist dort und sie ist hinter uns und hilft uns. Und ich möchte gerne alle sagen, zusammen Danke zu sagen, alle diese Ehrenamt, da geht mit den Leuten in verschiedene Amten zu unterstützen, weil sie ist eine gute Beispiel in unserer Gesellschaft, dass wir brauchen mehr von diesen Leuten. Aber die Sprache über Rassismus, ein Beispiel. Wir war Internationaler Tag gegen Rassismus. Welcher Tag war da? Letzte Woche oder überletzte Woche, weiß ich nicht. Unser Bundespräsident war nicht da. Erzähl mich, was bedeutet das? Was ist wichtiger, als zu kämpfen gegen Rassismus zusammen als unser Ministerpräsident in Land Brandenburg? Wir brauchen mehr Commitment, mehr Rede und mehr Aktion gegen Rassismus. Weil wenn du bist rassistisch, du bist krank und brauchst du Hilfe. Danke. Ja, lasst uns gerne darüber sprechen, was sich ändern muss und wie wir das auch gemeinsam hinkriegen können. Du hast es gesagt, man hat fast das Gefühl, es geht sozusagen rückwärts, wenn man sich Rassismus, wenn man auch diese ganzen Zahlen anschaut, wenn man sich anschaut, wie sieht es mit Fördergeldern aus. Aber auf der gleichen Seite oder gleichzeitig würde ich schon gerne sagen, also gerade wenn man auch euch drei hört, dann sieht man, was sich tatsächlich auch in den letzten Jahren an Selbstorganisation entwickelt hat und was da alles entstanden ist. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne. Und da ist es halt wirklich die Frage, wie kriegt man das gut zusammen hin, da Sichtbarkeit einfach auch nochmal zu verstärken. Wo müssen wir denn ansetzen, um sozusagen stärker da ins Gespräch zu kommen? Also meine Sicht jetzt, also ich sehe, was wie Fatuma gesagt hat, dass wir gehen nicht vorwärts, wir gehen zurückwärts. Ja. Also das sehe ich das, weil also von meiner Erfahrung 90er Jahre bis heute, also wir gehen vorwärts, weil Regierung möchte sparen. Land Brandenburg, wie Fatma gesagt hat, wir sprechen jetzt mal über unser Land Brandenburg, auch sparen. Also wenn ich so sparen und dann die Kürzung kommt von diesem sozialen Bereich, dann sind wir denn betroffen. Und die frage ich mich, wie sollen wir denn so schaffen? Gehen wir denn vorwärts? Und auch wenn die sprechen über AfD, die schaffen AfD, gehen höher, AfD sind da, wir sind hier. Und von meiner Erfahrung früher mit dem Rassismus 90er Jahre, weil wir selber aktive waren. Und darum Eberswalde und die Landkreise Barnim hatte man gesehen, die Normalität. Und ich höre jetzt mal von meinen Vereinskollegen, also wir leisten schon so viele Arbeiten, was wir tun ehrenamtlich wirklich so viel. Das ist, was man verstehen kann, dass der AfD könnte nicht vorgehen, weil wir sind aktiv. Nicht nur die Politiker, also die sitzen in Büros, die kommen nicht in Kontakt mit dem Mensch, aber wir sind mit dem Menschen da. Also, und daher, wenn wir jetzt, also vom Land oder vom Regierung, sagen wir mal so, also diese Kürzung kommt und betrifft uns, und das heißt, wir gehen wirklich vorwärts. Und das werden wir nicht schaffen. Was wir wünschen, ist, dass wir wollen ein gutes Land Brandenburg haben und daher zusammenleben. Also müssen wir alle essen. Wenn nur, also ohne Unterstützung, finanzielle Unterstützung, also wir werden wirklich nicht vorwärts gehen. Wir gehen nur so zurückwärts und wir werden nicht so schaffen. Und das ist, was ich sehe, was Fatuma vorhin gesagt hat, dass wir gehen zurückwärts. Und das ist mein großes Problem zurzeit. Und sollen wir es nicht wundern, wenn denn zum Schluss AfD gehen immer höher, geht immer so weiter, weil wir müssen wirklich viele tun. Wir müssen dafür so kämpfen, dass wir ein gutes Land also ein Land, denn alle Menschen haben Möglichkeit, hier zu leben. Das ist wichtig.
Diana, du bist ja sozusagen so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem Land und den Initiativen vor Ort. Was sagst du? Was muss passieren? Ich versuche meine Gedanken zu sortieren, weil ich habe nicht mit aufgeschrieben. Aber zunächst einmal würde ich sagen, die Hauptarbeit, was wir bisher geschafft haben, überhaupt ein Bewusstsein über Rassismus zu haben und es nennen zu können. Und das sehen wir heute nochmal, ist die Arbeit von migrantischen Organisationen und von Betroffenen selbst, die immer wieder darauf aufmerksam machen müssen, die immer wieder sagen müssen, das und das Problem ist. Und es beschreiben. Und für Brandenburg, und das ist ein Thema, glaube ich, über das die Organisationen hier vertreten sehr stolz sein können, haben sie diese Studie, eigentlich ging es um die Lebenssituation von afrikanischen Schutzsuchenden, aber am Ende des Tages ist das Thema Rassismus durchrum ein Thema geworden, ne? Auch wenn sozusagen, das war jetzt nicht Kern der Studie, aber trotzdem diese Rassismuserfahrungen sind überall präsent, wenn es um die Wohnverhältnisse, um Aufenthalt, um die Wohnungssuche, um die Arbeitssuche etc. Wirklich überall im Bildungsbereich mit sehr krassen Erfahrungen. Und diese Studie gibt zum ersten Mal Betroffenen eine Stimme. Und da werden sie mit Zitaten erwähnt. Es ist einmalig in Deutschland und das ist aus der Hand von migrantischen Organisationen entstanden, die die ganze Konzeptionierung gemacht haben, die Interviews durchgeführt haben, teilweise genau von den Organisationen, die hier sind und auch Kagintua und Pablo, die heute nicht dabei sind. Und jetzt haben wir was in der Hand für Brandenburg und das kommt ausschließlich genau aus diesem Wunsch der Organisationen, es was in der Hand zu haben, ja, um es zu zeigen und nicht immer wieder selber erzählen zu müssen. Was ich allerdings denke, und das ist total wichtig, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich meine, wenn bestimmte Erkenntnisse da sind, können trotzdem die migrantischen Organisationen diese politische Verantwortung und diese Führungsverantwortung am Ende des Tages nicht übernehmen. Und sie können nicht auch noch diese Hausaufgabe machen, sondern meine Hoffnung ist, dass wir bei dem geplanten Landsintegrationsgesetz in Brandenburg das Thema Rassismus, die Bekämpfung von Rassismus oder überhaupt Teilhabe, wir haben ja hier auch die das Gleichbehandlungsgesetz, ne? Genau, wo auch Rassismus zum Beispiel definiert ist. Da gibt es eine Stelle, also es gibt wirklich viele Sachen. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, was braucht es noch? Es braucht, dass es gemacht wird. Es braucht, dass es ernst genommen wird. Es braucht, dass es verankert wird. Es braucht, dass diese unabhängige Beratungsstelle wie die Opferperspektive, die ja kein ganzes Land mit der aktuellen Förderung abdecken kann, auch noch weiter gestärkt werden und nicht noch kleiner gehalten werden. Und ich sage es, also man kann nicht oft genug wiederholen. Es fängt so mit ganz kleinen Prozessen an, wie sich anzugucken. Wir reden sehr viel leider über die Ausländerbehörden, weil das sind Orte, wo Menschen mit einem ausländischen Pass ständig dahin müssen, um Aufenthalt zu verlängern und zu machen. Und das sind Bereiche, wo ich denke, okay, die sind besonders gefährdet, wenn man es so möchte. Und man kann da schon bestimmte Schulungen verpflichtend einführen. Nicht irgendwie ich will, ich kann, sondern bestimmte Schulungen verpflichtend einführen. Die gibt es. Es gibt die Konzepte, es gibt die Organisationen, die so etwas anbieten. Und nicht, dass wir das zum ersten Mal sagen, aber sozusagen die Hausaufgabe können wir nicht auch noch für andere erledigen. Und da ist, wo ich glaube, was wir momentan auf jeden Fall machen können, und ich sage wir, ich komme ja auch aus migrantischen Organisationen an sich, ist immer wieder darauf aufmerksam zu machen, auch meine Aufgabe im Hinblick auf das Integrationsgesetz, ja, auf diese Sachen hinzuweisen und ja, und natürlich, was ich sehr vermisse, ist eben diese Sichtbarkeit migrantischer Perspektiven, nicht nur in Führungspositionen, sondern generell da, wo Politik gemacht wird, da, wo Verwaltungen organisiert werden, da, wo Führungspositionen sind. Es ist überhaupt, also die Gesellschaft, in der wir leben und noch mehr leben werden mit den Kindern, der Kinder, die jetzt hier schon im Bildungssystem sind,
noch ist diese Vielfalt auch nicht da gegeben, wo es auch helfen würde, mal ein bisschen anders zu denken. Und ja, da muss ich auch leider sagen, ich glaube nicht, dass wir das jetzt in 5 Jahren hinbekommen, sondern jetzt gilt es nach wie vor, ja, sehr heftig daran zu bleiben und auch Verantwortungsträgern nicht so einfach davon kommen zu lassen. Auch ein Beispiel dieser Bundesstudie über strukturellen Rassismus, wo ich denke, es wurde in einer kleinen Pressekonferenz Ja, vorgestellt. das sollte eigentlich so Für auch, ne, in ausgewählte der Schublade Pressesprecher und es ja. ist schon verschwunden und ich höre keine einzige Stimme, was sagt, welche Kenntnisse ziehen wir daraus? Und in der Presse auch, außer dass die Polizei sagt, na ja, die Stichprobe war klein und so weiter, anstatt zu sagen, okay, was sagt uns dieses Studium? Was haben wir bisher vielleicht schon umgesetzt und können noch anders machen? Und ich finde es auch ganz wichtig, nicht immer so zu tun, als ob jetzt die migrantischen Organisationen oder Betroffene uns immer sagen müssen, ja, und was machen wir denn jetzt? Weil wir wissen, was wir machen können und müssen. Und das ist, finde ich, an der ganzen Geschichte etwas ermüdend. Ja, wenn man sich auch die Statistiken anguckt und im Bildungsbereich, wo auch so diese gesellschaftliche Vielfalt auch, wenn dann nur so in Verbindung mit Problemen und defizitorientiert betrachtet wird, ja. Also es ist wirklich symptomatisch. Deswegen, ich habe keine Lösung, aber zumindest, dass ich sagen kann, wir müssen dranbleiben. Ja, danke, Frau González. Sie haben ein paar Sachen erwähnt, die ich auch finde, dass sehr wichtig sind. Also das Ausländerbehörde wird immer wieder erwähnt, weil das Ausländerbehörde Tür ist für eine Geflüchtete oder einen Migranten. Das heißt, es ist eine der ersten Institutionen, wo man hingeht oder muss man hingehen. Und ich habe so viele Erfahrungen mit Ausländerbehörde Potsdam und Ausländerbehörde Werder. Es ist immer noch nicht eine Akzeptanz von den Mitarbeitern. Es ist eine Toleranz. Das heißt, wenn man hinkommt, man fühlt es, man sieht es, man spürt es, man wird toleriert. Naja, ich kann nichts machen, sie ist da. Und dann wird man meistens so weit es geht, da den Weg erschwert, nicht erleichtert. Sieht man immer noch bei der Ausländerbehörde. Und das macht einen Haufen Unterschied, wenn man ankommt. Nehmen wir mal an, jemand kommt zu deiner Wohnung. Wenn du die Tür aufmachst, wie du lächelst und dich benimmt, bestimmt, wie diese Person sich fühlen wird. So genau ist das Ausländerbehörde. Und es ist leider immer so, dass Ausländerbehörde nicht geschult genug ist, dass man sagt, es ist Akzeptanz, immer noch toleriert. Deswegen gibt's immer noch diese Duldung und so weiter. Okay. Und dann noch eine Vorschlag, die ich sehe, wenn wir sehen eine Stadt wie Potsdam. Ich glaube, in ganz Brandenburg würde ich mal vermuten, es ist öffne, großer und gemischt und so. Aber in Potsdam gibt's immer wieder oder fast immer, was man nennt White Spaces. Guck mal zum Beispiel das Rathaus. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter sie da haben. Ich glaube, gibt's kein einziger Schwarzmensch. Das sagt schon mal viel. Guck mal die Banken. Guck mal auch am Bahnhof, die Leute, die Geschäfte haben. Ich glaube, es soll intentionell von der Verwaltung sein, dass wir mischen. Es gibt ein Signal. Und auch diese kleine Gruppe fühlen sich empowered, wenn sie auch auf eine gewisse Ebene repräsentiert sind. Das heißt, wenn wir nicht intentionell über Mischung, Ermächtigung und so weiter, dann werden wir einfach nur sprechen über Rassismus, aber die Jahre gehen lang und es wird nur noch schlimmer. Sehen wir jetzt die Bezahlkarte. Großes Signal, Pam, Rassismus. Weil es ist einfach mal gelebter Rassismus, die Bezahlkarte. Man merkt, der ist eine Geflüchtete, der ist keine Geflüchtete, nur man vermutet hat, sie würden Geld nach Hause schicken. Und dann gibt's diese, und es wird immer noch schlimmer. Das heißt, entweder machen wir intentionell Schritte, die anders geht, oder es wird nur noch schlimmer.
Achso, ich habe eins. Ja, I don't know. Wegen deiner deutlichen Struktur. Ich bin mehr strukturiert, nicht nur Deutschen. Also, wie euch alle haben gesagt, ich wollte gerne sprechen auch, wie dieser Rassismus, was Rassismus macht zu dem Mensch. Im ländlichen Raum, in verschiedenen Flüchtlingenheimen, wie du hast gesagt, too. They're in the middle of nowhere. Also, sie ist in der Mitte, was heißt nowhere? Irgendwo im Nirgendwo. Ja, In du der bist Mitte die vom richtige Nirgendwo. Deutsch. Bitte übersetzen, ja, wann mein Deutsch geht auf der Straße Dann weg. ist Ja. super. Ausländische Deutsch zusammengeht, ja. Wir sind in Brandenburg. Also, wichtigste ist, dass wir muss verstehen auch, was macht Rassismus zu dem Mensch? Was macht Diskriminierung? Lass uns nicht vergessen, dass wenn du bist ein Mensch, ja, Hund braucht auch Liebe. Denk dran über Menschen. Ja, die Mentalprobleme. Da viele Leute haben ich gesehen persönlich in verschiedenen Unterkünften in Land Brandenburg. Manchmal ich sag, wo sind die Herz von diesem Mensch? Wie können sie schlafen, wenn sie sehen, diese Schmerzen voll, da Leute schlafen? Ich kenne Leute, da wohnt in Flüchtlingenheim. 15 Jahre, 20 Jahre. Ich kenne einen Mann, er raucht Zigarette und ihre ganze Körper ist kaputt gegangen und er fühlt nicht. Ihre menschliche Körper, er fühlt nicht von Depression und Stress. Ich bin sehr persönlich privilegiert. Persönlich, wenn ich rede über Rassismus. Ich habe viele Plattformen, Leute, da unterstützt mich. Jeder kann ich rufen, dabei zu sein, für mich zu helfen. Aber denk dran, wann du schläfst im Bett. Die Leute da weiß nicht, wie geht's morgen. Und was wir vergessen, ist das auch, außer dem Rassismus, da sind hier, haben wir schon erlebt von Krieg, Trauma. Und dann du kommst hier und du suchst nur einfach Menschenkontakt. Nicht viel. Amt ist ein anderes Thema, Strukturrassismus ist ein anderes Thema. Aber Menschen zu Menschen. Wenn alle sagt, oh, Strukturrassismus, oh, Rassismus. Aber was ist mit dem Mensch? Ich frage mich jeden Tag. Wie kann alle Tours zumachen von dem Mensch? Viele, ich kann nicht alle sagen, aber wie kann viele Tours machen? Okay, ich verstehe, wann du sagst, ups, ich bin ein Mensch, ich habe Angst. Von fremdem Mensch ist deutsche Kultur. Fremde Mensch. Bremse, nein. Okay, ich verstehe, du bist ein Mensch auch, kannst du Angst haben. Ist voll okay als Mensch. Aber wo ist dein Kopf zu sagen, Angst ist ein Thema? Aber wie kann ich diese Person kennenlernen? Außerdem, was AfD sagt und diese andere, AfD ist nur nicht die einzige politische Probleme wir haben. Wir reden immer über AfD. Denkt dran über alle andere. Kennt euch alle die Namen. Das sind fast wie genau AfD. Jetzt die Frage für mich ist, wie ich habe gesagt, Angst ist ein Teil. Aber wie kannst du lernen, wenn du hast keine Tour geöffnet, Kontakt zu haben? Ich sage Beispiele in unserer Arbeit. Wir haben verschiedene Projekte. Ein Projekt ist gegen Gewalt. Ich rede jetzt über Frauenthema. Viele Frauen im ländlichen Raum haben auch viele Gewalterfahrungen, viele andere Frauenrechtsprobleme. Nicht nur im ländlichen Raum, sondern in verschiedenen Orten. Aber das ist ein Teil, der muss bringen uns zusammen als Menschen, ohne was anders. Ja, und ich frage mich jeden Tag, alle diese Leute, da geht auf der Straße, da sagt, wir sind gegen Rassismus, wir sind hier für Menschenrecht, wir lieben alle, Herr Tour ist offen, zusammen alle, komm alle. Wo sind sie? Wir sind lokal, wir sind hier, wir gehen nicht morgen weg. Wir Brandenburg wie wir brauchen Brandenburg gegeneinander. Und das ist, wie ich sage immer, Integration ist beide Richtungen, ist nicht nur ein Weg. Ich mag nicht diese Worte Integration, weil von Bedeutung, die Worte selber hatte keine Problem. Aber die Politik deine Deutsch ist gut. Definition ist politisch heißt negativ. Und das ist, warum ich mag das Wort Inklusion und Partizipation. Natürlich, wir brauchen mehr Gesellschaft fordern. Da bringt Menschen zusammen. Wie Beispiel, wir haben ein gutes Beispiel Haus, da
Newcomers, Migranten selber wohnen zusammen, zu sprechen und einen Platz zu haben. Natürlich, sie brauchen mehr Hilfe, wie Sie haben gesagt. Wer hilft mehr? Wer? Wo? Leute gibt hier, das hat erlebt langer Zeit Rassismus. Da hat ihre Kollegen auch Freunde verloren von Rassismus. Und die Straße ist noch genannt. Warum? Frag dich selbst. Lass das zu Hause. Amadeo Antonio, richtig? Warum ihr Name ist nicht auf dieser Straße? Das ist getötet wegen Rassismus. Was ist die Justice? Wie die Society? Wir müssen reflektieren zusammen. Und a change will never come. Veränderung wird nicht kommen? Veränderung wird nicht kommen ohne Aktion. Aktion spricht lauter als Worten. Und ich weiß, unsere Brandenburg kann besser machen. Aber wie wir gehen mehr und wir geben mehr Plattform zu AfD und Hasse, das ist nicht eine Lösung. Denkt dran, der Rassismus, das wir erleben als Mensch, macht uns kaputt. Und ich sage, warum Rassismus? Du gehst zur Toilette, wann du bist gesund, oder? Ich gehe zur Toilette, wann ich bin gesund. Was ist anders? Unter dieser schönen Haut ist rote Blut, wie ich habe gesagt. Wann du schläfst, im Bett oder egal wo, wann du hast die Möglichkeit, sorry über meine Sprache, weil es gibt Leute, die sind nicht gesund, da haben keinen Platz zu schlafen und bedeutet nicht nur Deutsche zu sein, du hast Platz zu schlafen oder was zu essen, gibt Probleme auch als Menschen zusammen, aber mein Punkt ist, wenn du bist rassistisch, du hast richtig Krankheit, du hast Mentalproblem, du hast falsche Informationen, einfach Kontakt haben mit uns und zusammen, wir können Liebe teilen. Dankeschön. Ich würde euch und Ihnen jetzt einmal die Möglichkeit geben, falls ihr möchtet, mit uns ins Gespräch zu kommen. Vielleicht gibt es ja eine Frage oder eine Anmerkung, einen Kommentar. Ich wollte gerne was ergänzen. Abschließend gerne. mache ich ganz kurz. Ich glaube, bei den Videos haben wir genommen, ein kleines bisschen aufzugreifen von dem, was Musa Afra gesagt hat. Die Migranten, also was auffällt auf jeden Fall, sind diese geschützten Räume. Wir haben heute sehr hochschwellig über das Thema gesprochen, wo die nicht merke, alle beschäftigen sich sehr lange da drin, aber man braucht auch diese geschützte Räume, wo Menschen die Erfahrungen machen, wo sie nicht so richtig eine Sprache dafür haben und nicht wissen. Es muss nicht immer total aggressiv und ganz deutlich rassistisch sein. Manchmal passieren bestimmte Sachen, ohne dass Betroffene überhaupt eine Sprache dafür finden. Und da fehlen diese Räume. Und ich glaube, was bei diesen Videos ganz deutlich wurde, ist, dass genau gerade einfach so ein Zusammenkochen, ein Raum ist, wo auch sehr viel Selbstermächtigung passiert, wo Menschen einen geschützten Raum finden, wo sie auch Fragen zu allen möglichen Themen sprechen können, wo sie auch wo ganz viel Bildungsarbeit betrieben wird auf einer sehr niedrigen, schwelligen Ebene. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, was man nicht oft genug wiederholen kann, ne? Dass die migrantischen Organisationen so quasi so ein sehr breites Spektrum abdecken und dass wir auf jeden Fall auch im Alltag vielleicht für uns selber Strategien brauchen, wie wir Position beziehen können, ne? Da hat es schon viele Beispiele gegeben, aber auch im Alltag, im Arbeitskontext, im Schulkontext, gerade wenn wir Kinder nicht schützen können und wir nicht dabei sind, ja, trotzdem irgendwie einen Weg zu finden, um selber Menschen beizustehen, auch wenn wir nicht immer es muss nicht immer so eine plakative Antwort sein oder man muss sich nicht mit Menschen irgendwie in so einer heftigen Auseinandersetzung begeben, aber man kann Betroffenen auf jeden Fall beistehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für den Alltag in Situationen, die einem ganz schön heftig überrumpeln. Genau, ich glaube, jeder, der schon so eine rassistische Situation beobachtet hat, weiß, dass es nicht immer einfach ist, auch im im Kolleginnenkontext da Position zu beziehen, aber mindestens Menschen beizustellen und sagen, ich sehe das, ich finde es problematisch, genau, ich bin ganz bei dir. Und das fängt auch schon so mit diesen kleinen Schritten, was so Alltagsrassismus und Alltagsdiskriminierung angeht. Danke. Ich wiederhole das Angebot an die Leute hier.
Die Frage geht an dich, Augusto. Ich bin sehr beeindruckend über deine Arbeit. Wie hast du geschafft, diese Integration mit Palanca und die Einwohner, wo du deine ganze Arbeit geschafft hast? Wie habt ihr das geschafft? Wie war die Strategie? Also unsere Strategie war einfach. Also man baut die Strategie in diesem Moment, wo in schlimmer Situationen bist. Also das heißt, wir haben das geschafft nach Ermordung von unserem Kollegen Amadeo. Viele Unterstützung haben wir vom West bekommen. Diese Zeit war noch West-Berlin geteilt, ne? Also das Mauerfall kam dann zusammen. Und die antirassistische Initiative, die kam zu uns zu schützen, zu verstecken. Aber die haben gesagt, wir holen heute alles weg von hier. Aber wir haben gesagt, nein, hier sind wir gekommen, haben uns geholt und hier bleiben wir, bis der Letzte stirbt. Und was sollen wir denn tun? Wir waren noch junge Menschen, wir haben gesagt, wir gehen nicht mit der Gewalt, weil sowieso wir sind zu wenig. Also wir müssen Kopf haben und zu zeigen, dass wir sind Mensch und wir fordern eine Akzeptanz. Und darum haben wir den Anfang der Bildungsarbeit. Also außerdem war viele Kinder alleine gelassen, weil die Väter war schon weg vor Angst. Aber wir haben gesehen, die Kinder brauchen Schutz, die Kinder brauchen Unterstützung. Wir mussten die Kinder alle einigen. Aber wir haben Angst gehabt, trotzdem haben wir nicht gesagt. Obwohl, das haben wir viele Probleme gehabt. Aber wir sind an eine Schule gegangen, an eine Kita gegangen, also mit unserem Projekt. Das war nicht einfach, in eine Schulleitung zu kommen. Nicht einfach. Aber in der Welt gibt es immer böse und gute Menschen. Haben wir gute Menschen getroffen an der Schule und die Schüler selber. Und dann, da haben wir den Anfang, wo die gesehen haben, das haben wir auch so schöne Musik, afrikanische Musik, schön. Und da haben wir gezeigt, wie unser Afrika auch ist. Und diese Vorteile, die manche gehabt haben, die kamen dann weg. Also, und dann kam dann mit der Mehrheit von den Schülern und auch von anderer Initiative, weil wir waren gute musikalische, wirklich unterwegs. Auch im Bund haben uns auch eingeladen. Wie heißt der Präsident Stolpe war diese Zeit oder Herr Stolp oder so. Und also die haben uns alle eingeladen, bitte kommen, Palanca hier, Palanca da, weil unsere Musik war schön. Und bei Fest, also überall, sondern nicht nur in Eberswalde, sondern überall so Bad Freienwalde, Schwede oder Argemünde, bitte Palanca kommen, weil wir haben Show gemacht mit unserer Tanzgruppe Tanzgruppe und unserer musikalischen Gruppe. Das war so wunderbar. Das ist eine Strategie, um Menschen zu schaffen. Und dann kam die Zeit, wo wir auch genutzt haben, dass die Stadt hat keinen Platz für Jugendliche gegeben. Und dann haben wir diese Musik und Unterhaltung gemacht haben. Alle kamen dann so zusammen. Das war zweite Strategie. Und das haben wir dann so wirklich viel geschafft. Und warum? Das in Eberswalde und überall Palanca war bekannt. Und dann wir denken, okay, kam diese Finanzkrise und viele Struktur war kaputt. Schule haben keine Förderung gesehen und so weiter. Aber dann kam dann die Welle von Geflüchteten. Dann sagen wir sind hier, wir müssen die Neue auch unterstützen. Und dann haben wir dann dieses Wohnprojekt entwickelt, dass die auch so genau was gehört haben, dass wir begleiten bei Behörden, wir tun alles. Aber wir waren auch aktiv, Demo zu machen gegen diese Residenzpflicht. Haben Demo gemacht gegen diese Kartongutschein. Und sowas alles haben wir gemacht. Und daher, also das kommt, aber es gibt
in der Welt wirklich gute Menschen. Und die Deutsche, was Fatuma gesagt hat, also gab und gibt es bis heute die Deutsche, die aktive sind, die sagen, mit euch sind wir stark. Und wir sagen auch, danke euch, mit euch sind wir auch stark und so schaffen wir einen Raum, gute Leben für alle zu schaffen. Und das machen wir bis heute. Wie gesagt, also unser Kochprojekt, wir entwickeln immer weiter und so fort, gucken, was sollen wir denn tun, dass wir nicht alleine gelassen sind und was sollen wir tun, dass wir, dass die Menschen uns nicht sehen. Und daher, also Projekte kommt, aber dann kommt immer, wir haben gekämpft mit Rassismus auf der Straße und so weiter. Heutzutage Strukturrassismus. Struktureller Rassismus ist wirklich so schlimm. Im Behörde so Rassismus von Anmeldung, Meldebehörde. Und das haben wir gehört, das braucht wirklich eine Schulung. Und das ist ein großes Problem. Willkommen Flüchtlinge oder willkommen Migranten, das ist leichter Worte zu sagen. Aber wenn hier bist, du selber siehst du, wie mit dir wirklich spielen und zum Schluss, vielleicht wenn du keine Kraft hast, sagst du, hier habe ich wirklich keinen Platz zu leben. Dann sind wir zu sagen, bitte stopp, das keine Kraft geben. Wir sind stark, wir müssen es schaffen. Also es gibt keine Welt ohne Ausländer. So, Ausländer sind überall. Und daher, hier müssen auch einen Platz schaffen für alle. Das soll Deutschland für alle, nicht nur für ein paar Menschen. Habe ich geantwortet? Gab es noch eine Frage? Ja. Die geht tatsächlich auch an dich, Augusto. Und zwar fiel ja schon, dass eine Straße nach Amadeo Antonio benannt werden soll. Und meine Frage wäre, seit wann fordert ihr das und wie ist die Reaktion der Stadt? Also Straßenbenennung haben wir Anfang 2009, 2010. Eine Seite, wir haben keine Erfahrung jetzt mal gehabt. Also das war auch ein großer Krieg. Also in Eberswalde, von meinem Verein, erste Mal Amadeo, 90er Jahre. Und da habe ich vergessen noch zu sagen, am 21. März 2000, unser Verein war in Brandstift. Dann, unser Verein ist total, was wir geschafft haben, war verbrannt. Alles. So. Zum Glück, das war kein Mensch da. Kann man vorstellen, was für eine Angst gehabt haben. Viele zu sagen, wir haben hier keine Perspektive und warum soll ich denn so hier bleiben? Ich muss ja gehen. Aber ich suche vielleicht woanders Möglichkeit. Wir sagen immer nur so, Mensch, wir sollten den Platz nur für die Nase lassen, obwohl es gibt ja noch gute Menschen, das wollen uns helfen. Und dann manche, die sagen, wir bleiben hier. Und darum bin ich auch viele mehr alleine unterwegs, also gegen Rassismus in dieser Situation. Und dann haben wir, also von meinen Ideen und die Ideen auch von Kampagnenleiter Amadeo und von anderen Leuten, dass wir muss irgendwie einen Platz für Amadeo finden. Weil sonst, wenn ich nicht mehr da bin, der Name geht auch weg. Wer kümmert sich denn um Amadeo? Keiner. Und dann kamen dann solche Ideen, um Straße zu benennen. Und warum sage ich, das war nicht leicht? Und außerdem, wir haben keine Erfahrung gehabt. Weil wir haben, die Politiker, die haben uns gesagt, das sollen wir über 2000 oder wie viele Unterschriften sammeln. Aber dann haben wir gesammelt, auch die Leute, die aus Berlin, aus da und so weiter und so fort. Und dann hat gescheitert, weil wir haben keine Erfahrung gehabt. Die wollten nur aus Eberswalde. Aber in Eberswalde, wenn man sieht, wie dieser Ort ist Eberswalde fängt mit 16225, das ist Eberswalde, und dann 16227, das ist Eberswalde-Fino.
Also, und haben wir auch in diesem Moment nicht im Kopf gehabt. Und da kam dann eine Welle von Fino, die sagen, das ist so unsere Geschichte, das ist so unser Problem, nicht von der Stadt Eberswalde. Stadt Eberswalde ist mit 225 und wir 227. Und daher, also gab es so viele Probleme in diesem Moment. Also, und ich selber, wenn ich keine Angst, also sagen wir mal so, wenn ich so viel Angst gesagt hätte, ich konnte von Eberswalde nicht mehr zu tun haben. Also, das war so wirklich Katastrophe. Aber trotzdem haben wir gesagt, okay, scheitert einmal, aber nächstes Mal, wir muss versuchen, wir haben Erfahrungen gemacht und wir muss irgendwann mal, und ich habe im Kopf, dass irgendwann mal, wir starten nochmal. Aber das heißt, es gibt Menschen, wenn man über die Straße so spricht, oh Gott, das ist Katastrophe schlimm. Und dann, die haben uns immer so gesagt, wir fangen mit der Straße an und wir nehmen unsere Stadt weg. So. Und das ist das Thema, was es gibt. Aber wir sagen, das ist nur kleine Straße, hat bestimmt 5 Kilometer oder so. Aber wir wollten nur plus diese 600 Meter. So, wo wir gewohnt haben und wo das passierte und wo er im Disco war. Das ist ein kleines Stück nur von der Straße. Trotzdem, und wohnte da kein Mensch, fast, aber die wollen das nicht. Die Chinauer, wir sind in Eberswalde, aber wir sind Eberswalde-Chino und wollen wir das nicht. Wir wollen zum Schluss unsere Stadt nehmen. Aber das müssen wir noch kämpfen. Bis heute ist noch nichts passiert, aber wir werden noch starten. Dankeschön. Wir kommen schon zum Ende. Wir sind sogar schon eigentlich über der Zeit, aber das macht, finde ich, überhaupt gar nichts. Ich habe noch eine Frage an euch 4, wo ich fast ein bisschen Bammel habe, sie zu stellen. Nämlich, wo seht ihr euch in eurer Arbeit in, sagen wir mal, 3 Jahren? Möchtest du an? Ja. Vorher ich antworte das, ich wollte gerne sagen von meinem kleinen Herz, lieber Augusto, ich kann nicht wirklich in meinem Kopf denken, welche rassistische Erfahrung du hast erlebt, weil ich sehe dich als Vorbild. Ich will nicht emotional sein, ich will keine Zwiebel schneiden jetzt, aber was ich wollte dir sagen, ist, dass Leute wie du hat ein Tor geöffnet für uns, diese zu haben. Natürlich, was ich erlebe, ich möchte nicht vergleichen, jede Erfahrung ist persönlich, aber gleichzeitig, ich habe voll Respekt, viele Liebe für deine Engagement, für deine Mutig und für deine unglaubliche Kämpfen. Dankeschön. 3 Jahre von jetzt. Ja. Ich bin auf der Straße und ich kämpfe weiter. Danke. Sehr gut. Also, ich habe nur ein bisschen Angst. Was kommt denn noch? Nicht Angst, so viele sagen von der AfD. Also, Fatuma hat alles gesagt. Viele Leute, die sagen nur AfD, aber der andere, sage ich Partei, wir vergessen das. Nee, also wenn Rassismus sind bei Behörden, also das heißt, das ist nicht nur AfD haben Probleme mit uns, also sondern es gibt noch Leute, die so Probleme mit uns auch haben. Also das ist eine Probleme von allen Menschen. Und mit allen Menschen müssen wir stark sein, um Rassismus zu bekämpfen. Weil AfD, die zeigt schon, aber andere, die zeigen nicht. Und da sind die gefährlich. Weil ich kann nur verstecken, ich kann mich dann schützen, wenn jemand sagt, also ich bin aggressiv. Aber die anderen Leute, die versuchen, nicht zu zeigen, aber die sind noch aggressiv, da sind die noch gefährlich für mich. Und daher, da muss man da aufpassen. Das ist generelle Probleme, was wir kämpfen müssen. Aber ich komme wieder zurück. Also Zukunft von uns, ich weiß nicht, wie die anderen sehen. Manche sind in großen Städten, die sehen wirklich die Situation ganz, ganz anders. Die Leute, die in der Kommune sind, wir sehen auch die Probleme wieder ganz anders. Also ich habe Angst für meinen Verein oder der andere Initiative auch den Palanca unterstützt. Was ist, wenn wir keine finanzielle Unterstützung bekommen? Werden wir leben? Dann werden wir nicht schaffen. Wenn wir keine Unterstützung haben, also ist
ehrenamtlich, was wir früher noch geleistet haben bis heute, ich glaube, wir werden wirklich nicht mehr so viel schaffen. Und daher, macht mir ein bisschen Angst, dass man sagt, bitte, 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 wenn wir wollen, in einem Land leben, ein Land für alle, dann soll ihr die Initiative und die Migranteninitiative nicht vergessen. Fordern bitte die, weil sind wir tun für Stadt, für Land, für Regierung. Wir machen alles für uns und nicht nur für uns, aber für alle und für Deutschland. Wo sieht man sich in 3 Jahren? Verein oder persönlich? Ja, aber wie Frau González schon gesagt habe, wenn man nur Jahr für Jahr Zuwendung kriegt, kann man nicht 3 Jahre planen. Und dann manchmal, wenn ich so mit Freundinnen bin und dann man denkt in der Zukunft, sage ich immer, ich weiß nicht, ob ich weitermache, weil ich beneide immer Leute, die, wenn sie vielleicht in Verwaltung oder im Büro arbeiten, sie gehen nach Hause und sie können abschalten. Aber kann ich nicht. Ich habe meine Arbeit Tag und Nacht. Bevor ich schlafe, habe ich Probleme von anderen Leuten, plane ich. Also es ist nicht zu unterschätzen, so schwierig. Ich sage immer, ich habe 3 graue Haare, 2 sind Probleme für andere und eine für Genau, es ist, es ist schwierig, weil man nimmt immer alle Probleme mit und ich habe eine Freundin, sie arbeitet bei einer Unterkunft und sie sagt immer, ich habe bei mir habe ich Glück, ich kann Supervision machen. Aber manchmal nehme ich so viel mit. Manchmal muss ich auch Entscheidungen treffen für ganze Familie vor Jugendamt, weil sie nicht viel verstehen. Und dann komme ich nach Hause und sage, immer, hast du die richtige Entscheidung getroffen? Weil es sind so viele Entscheidungen, die eine ganze Familie ein anderer Weg gibt. Weiß ich nicht, ob ich richtig entschieden habe ich auch niemand, die ich auch widerspreche und so. Das ist echt sehr schwierig, diese Arbeit. Nimm so viel Energie und Kraft und dann, wenn man von Rente spricht, sagt, nee, ich mag nicht diese Arbeit bis zur Rente. Auf keinen Fall. Aber, aber wiederum, wenn ich dann sehe, wie ich auch Leute glücklich mache, weil ich helfe, dann bin ich wieder lebendig und sage, da mache ich weiter. So ist es ungefähr. So wahr mir Gott helfe und die Politik. Genau, hoffe ich, dass wir in 3 Jahren zumindest einen guten Entwurf für das Integrationsgesetz haben, die gleichberechtigte Teilhabe stärkt, aber auch die migrantischen Organisationen und die migrantische Perspektiven priorisiert. Und genau, ich sehe mich weiterhin mit euch allen an vorderster Front kämpfend. Und genau, ob die Strukturförderung für Refugees kommt und so weiter, in 3 Jahren noch die Frage nochmal stellen. Aber auch das habe ich im Kopf. Ich habe es verstanden. Aber ich habe nur eine Sache, Wünsche. Unsere Kollegen und Freunden, bitte sag was, wann du sitzt, jemand, das ist behandelt, rassistisch oder diskriminiert. Und sag das genau zu eurem Netzwerk, eurer Freunden, Familien. Weil Rassismus ist nicht nur einfach Thema, da können wir mit unserer unbezahlten Sozialarbeiterinnen und Arbeiter machen können allein. Wir können zusammen das. Nicht vergessen, dass wir zusammen können was verbessern. Und denkt dran auch, nicht nur über die Probleme, wir muss auch, wie ich habe mit Frau González, Diana gesprochen habe, dass wir auch muss die gute Beispiel sprechen auch und rausbringen. Nicht nur die Probleme. Leider Problem ist da und geht schlimmer, wie wir haben alle gesagt. Aber gleichzeitig, ich möchte auch sehen, eine Brandenburg, wie ich habe dir gesagt, dir Diana, dass wir muss auch eine Kampagne machen, dass wir können auch die positive Geschichte
zu dem Gesellschaft rausbringen, weil ich bin müde auch von Media, von alles diese negativ. Ich verstehe nicht, warum Media sieht nicht uns, was wir machen, weil die deutschen Pensionen ohne Migranten, ich weiß nicht, wie sie schaffen. Ich danke euch allen vieren sehr, sehr, sehr herzlich und also Best Practice Beispiele bietet ihr 3 noch und nöcher auf jeden Fall. Und ich hoffe und ich gehe auch davon aus, dass wir auch weiter im Gespräch miteinander bleiben. Das wäre mir und das wäre uns als Aktionsbündnis tatsächlich wirklich sehr wichtig, würde uns sehr am Herzen liegen. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure wertvolle Arbeit, auch für deine wertvolle Arbeit, liebe Diana.